for English subtitle. Push the subtitle button. Ja, hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Ich bin hier in Ghana, wir haben 12 Uhr mittags. Wir sind von der Hauptstadt von Accra so gute 3 Stunden mit dem Bus, dann nochmal hier mit so einem kleinen Auto sind wir hierher gefahren in die Gwaru Ridge Mountain. Okay, Gwaru Ridge Mountains. Wir wollen heute ein bisschen nach Giftschlangen suchen. Hier soll es tolle Kobras geben, Vipern, Gaboons und so weiter soll es hier geben. Hoffen wir, dass wir heute was finden. Ich habe ein paar Helfer dabei. Zum einen den Oriku, den kennt ihr schon von einer von den vorherigen Folgen. Dann habe ich hier aus England den Darren Biggs einfliegen lassen. Hallo. Dass die, wenn die den sehen, da fallen die Schlangen wahrscheinlich vor lauter Angst schon vom Baum. Dann habe ich den Matt, ist ein Veterinär aus England. Und wir schauen, ob wir jetzt hier was finden. Wir sind jetzt hier bei der Quarantine. Das ist so ein kleines Häuschen hier, wo sie ein paar Tiere haben. Wir haben hier unseren Spezialisten Fatau. Er ist da, hier sagen sie Trapper dazu, also der, wo die Giftschlangen hier auffängt, beziehungsweise der uns heute auch rumzeigen will. Wie gesagt, das sind hier ein paar Tiere, die er hier hat. Also er exportiert die zum Teil auch. Das hier ist so eine Boiga. Wie heißen die? Do you know the name Boiga? Blending eye. Blending eye sagen sie auf Englisch dazu. But what is the scientific name? Boiga something? That is a scientific name. Boiga blending eye. Oh, okay. Okay. Also der wissenschaftliche, ich dachte der Blending eye wäre der Umgangssprachname. Also das Tier heißt, die heißen Boiga Boiga Blandingi. Ja, okay, Blandingi, habe ich heute schon mal gehört. Yeah, so what we do today? We from here we go to the mountains up there, or what we do? We'll go to the bush and search for them. I think we'll go to Bipon. That's not far. We are going to there is 2 towns. We will get to Price, then from there we will go to Bipon and search for them. I think we will get 1 or 2 over there. 1 or 2 what? Different species. Okay. Yeah. What do you have there? What do you expect, or what? Oh, I normally expect grey mamba and cobra. That's the type we normally get from that place. Okay. Yeah, cobra would be nice. The mambas we had last year, this year we run for the cobra. Okay. Okay. So, wir haben jetzt hier eine Gaboon. Die gibt es hier auch recht häufig hier im Wald. Gaboon ist ja die Schlange mit den längsten Giftzähnen. Ja, sowas wollen wir heute ausschauen, ob wir sowas in der Natur entdecken können. Mal gespannt, ich hoffe, wir treten nicht drauf. Gell? Absolut schönes Tier. Wie bei jeder Folge. Jetzt werden wieder viele kommen und sagen, wie kann man die Schlangen fangen oder wieso hat er die hier, wieso ist die nicht in der Natur. Natürlich probieren die hier auch, beziehungsweise müssen die hier auch Geld verdienen. Und deswegen fangen die so Tiere, zum Teil, was sie hier auch machen, Gift gewinnen von den Tieren. So you erase the poison also from this Gaboon. Aha. Eben, also die werden gemolken hier, zum das Gift gewinnen, um Antiseren herzustellen. Von dem her hat es auch wirklich einen guten Aspekt hier. Wir haben uns jetzt gerade darüber unterhalten, jetzt so die klassische Situation, wer will mal halten zum Foto machen und so. Also die Gaboons, wenn die so da liegen, die sehen so brav und unbeholfen aus, so dick und träge. Das Problem ist, die sind wirklich abartig schnell, können urplötzlich bewegen die sich, kommen rum, beißen zu. Ist also absolut kein Spielzeug, die Tiere, und eben bei weitem nicht so träge, wie man sie hier vermuten würde. Absolut ernst zu nehmen, die Tiere. So, er hat jetzt hier eine kleine Gaboon uns aus der Hütte geworfen. Die probiert jetzt natürlich abzuhauen. Will sich hier nicht ärgern lassen. Hat sie natürlich auch recht. Right now, if you want to catch it, we will just put this thing in the head. You see? Okay, yeah. Remove the head so that we cut it here. You see? Aha. The easiest way to get them.
This one, hey, remember your friend, the one that you killed, one that Er hat hier Cobra-Eier hier drin, sagt er. Von der, you say is egg of the forest cobra, right? Yes, egg soap. Oh no, Kasa. And this, yes, please. And this is how we keep them, so that it will be a bit warm. So you incubate them in the sawdust, and you cover the pit with a mesh. So if they hatch, they can't come out. Huh? Yes. Yeah. And this is exactly how. The eggs are so big, yeah? Yeah. Yep. It looks like this. You see? It's almost like a. Ja, also Rieseneier. Ich habe gedacht, da kommen jetzt so kleine Wachteleier raus. Hä? Okay. It's 11 pieces. 11 Eier hat er hier. Okay, thank you. So how long it takes them to hatch? Same like the python, like 2 months? Or? Yeah, like almost 2.5 months. It's like the pythons. We keep them in here, and then we cover it with this net, so that in case it hatches and we are not around, they cannot come out. They will stay inside in there, so that we come and remove the net before we change them and put them in the boxes. That's how we keep them. We normally hatch them in the box. Box. Wir sind jetzt hier mit dem Auto hierher gefahren. So ein kleines Dorf hier. Und dann hier geht's los, da laufen wir dann so einen Weg in den Busch rein. So where we look for the animals? If we walk, we have to look in top of the tree, or trees. Yeah, trees down anyway. They can be in top of the tree. They can lie down, maybe find them under the trees. Anyway. Yeah, near the water. There is water down there, so you can find them. We walk along the water banks and then we look around for them. Yeah, so everywhere we can get them. Okay, and the clothes, I see you have long sleeves. So for me, with it's no problem. Nothing can bite me or so. No, or with the T-shirts, like Darren. Okay, if they bite Darren, they will die, you know. But okay. So, wir sind jetzt hier schon. Das, wo wir uns hier jetzt befinden, ist so eine kleine Kakaoplantage hier. Und wie letztes Jahr schon bei den Mambas, die Schlangen, die lieben die Farmen, ne, weil da natürlich auch viel Nagetiere unterwegs sind. Hier haben wir so einen Termitenhügel, also die sagen gerade die Kobras, in der Nähe von den Termitenhügeln wird man die oft finden. Also am Tag liegen sie oben drauf und dann bei Gefahr oder wenn jemand kommt, dann hauen sie ab in den Termitenhügel. Wir sind jetzt hier an so einem kleinen Bach hier angekommen. Also die haben was von dem River erzählt. Das hier ist der River. Nicht arg groß. Und da am Ufer an den Sandbänken hier, da wäre die Chance wohl ganz besonders gut, dass wir irgendwas, also gerade diese Kobra finden. Wieder die gleiche Geschichte wie letztes Jahr. Ich laufe hier mit meinen Sandalen, nackten Beinen, nackten Armen durch den Busch. Und die sagen alle, wäre überhaupt kein Problem. Da passiert nichts. Wir haben zwar noch keine Schlange gefunden, aber dafür ein Frosch. Wie auch immer die Kerls heißen. Just check this, please. There's one here. So if you can spot that one very well. Oh yeah, I can say it. Where is the other one? The other one here. Ah, hier. Da haben wir nochmal einen. What type is this? Wir laufen jetzt ungefähr eine Stunde jetzt hier durch den Wald.
Leider außer dem Frosch noch nichts gefunden bis jetzt. Zumindest eine schöne Landschaft hier. Aber leider keine Schlange. So, wir haben die Stelle von vorher abgegrast. Leider nichts gefunden, außer den paar Fröschen oder was wir da gesehen hatten. Jetzt gehen wir zu einer neuen Stelle. Wir sind jetzt ein Stück mit dem Auto so 1-2 Dörfer weitergefahren und gehen jetzt hier in den Busch rein. Interessant, dass natürlich wirklich die Fundorte, wo es die Kobras und Sachen hat, die sind wirklich immer gerade mal ein paar Meter von den Ortschaften entfernt. Ne? Also wenn wir uns mal hier umgucken. Hier ist eigentlich gerade so, sind wir gerade am Dorfrand sozusagen und laufen jetzt hier in den Busch rein. So, dieser Spot war bis jetzt erfolglos. Ihr könnt sehen, die Gesichter sind immer ganz so relaxed wie heute früh. Das strengt doch ein bisschen an. Der Oriku amüsiert sich, dass wir alle so ausgepowert sind. Meine 2 englischen Kollegen verlassen mich gerade. Die haben auf dem Weg im Dorf eine Bar gesehen. Die wollen jetzt erstmal was trinken, die sind fertig. Da laufen sie dahin. Und wir gehen weiter. So. Unsere Gruppe wird kleiner. Der Oriku gibt ebenfalls auf. Wir sind hier an so einem recht steilen Berg, den wir hochgehen. Und nachdem die Engländer gegangen sind, fragt der Oriku jetzt ganz freundlich, ob er sich verabschieden darf. Dann sind wir noch zu zweit, beziehungsweise unser dritter Mann, der ist glaube ich schon voraus. Ich zeige euch nachher den dritten Mann. Ihr werdet staunen, wie der am allerschnellsten ist. Ne? So, also hier oben ist das Ganze ein bisschen felsiger. Und hier so große Felsblöcke, auf denen ich hier jetzt auch zum Beispiel stehe. Hier drüben sehen wir so einen Felsen. Und gerade gegen Abend sagen die hier, da kämen die. The cobra comes out here on these rocks or what snake? Yeah, especially cobras. They normally hide under the rock. So when it's evening time, they just come out and lie in top of the rock. In case of you want to hide them, if you are not fast, then they run back to their hole. That's what they normally do. Okay. Ja, da wir es jetzt Abend haben, wir den ganzen Tag vergeblich suchen, hoffen wir, dass wir doch noch erfolgreich sind. Auch hier eine schöne Felsenlandschaft. Aber leider keine Schlangen. Was sie mir vorher erzählt haben, dass sie auf die Vögel achten. Die Vögel machen so einen speziellen Ruf, wenn irgendwo eine Schlange ist. Ne? Dann tun die so speziell pfeifen. Und wenn sie das hören, dann wissen hier die Trapper, dass irgendwo eine Schlange ist. Ne? Deswegen achten die drauf, ob sie irgend so ein spezielles Vogelrufen hören. So, die Spannung steigt. Einer von unseren Helfern sagt, er hat was gesehen oben im Baum. Wir gehen jetzt hin zu ihm. Er war ein Stück weit weg von uns.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, sagt er, ganz oben hat es eine kleine Schlange. Ich freue mich jetzt auch über eine kleine Schlange. Is this tree here? In this one? Top of the tree. You see it or? Just relax. You come closer. You come. Top. Also ganz oben hier in diesem Baum, sagt er, hat's was. Just come closer. And sight it from the other angle. Das zeige ich euch mal. What to do? Hier unser Freund, wo wir alle am Aufgeben sind, der macht das hier alles mit Krücken. Also unglaublich. Ah ja, I see. Ah, okay, yes, nice. Also da oben tatsächlich, da hat's eine. Ich guck mal, ob ich... Hier oben hängt sie ab. Also, Schlange entdeckt. Jetzt ist nur die Frage, wie wir sie rauskriegen. So, also was sie jetzt hier machen, hier rundherum das ganze Gestrüpp weg, den Baum sozusagen frei machen. Dass, wenn man das Tier fängt, dass sie nicht einfach davon kann natürlich. Für alle Botaniker, denen da jetzt die schönen Pflanzen oder leid tun, ihr habt natürlich recht. Allerdings hier im Busch in 2-3 Wochen ist das hier wieder völlig zugewachsen. Also sicherlich keine bleibenden Schäden, was wir hier hinterlassen. Zu Boa-Zeiten oder auf Boa-Trips habe ich das natürlich gern übernommen, in den Baum zu klettern. Da wir hier aber schließlich in einem Cobra-Gebiet sind, soll diese Ehre jemand anders kriegen, da das Tier runterzuholen. Also, er sagt, er will die runterlocken. Wir schütteln den Baum und die Schlange kommt mit der Zeit runter, weil das Schütteln natürlich nervt. Okay, es funktioniert, da kommt sie schon. Ist gar nicht so klein. Aber ich glaube nicht, dass es eine Kobra ist. Ich denke, das wird irgend so eine Trugnatter sein oder vielleicht sogar so eine Beuger. Was mir eigentlich gefällt, ist die Methode an sich. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, die holzen einfach den Baum ab. Wie gesagt, die Hochklettermethode ist bei Giftschlangen natürlich nicht die angebrachte Methode. Alles mit dem Schütteln finde ich eigentlich so recht sympathisch. So, jetzt kommen die guten M&S-Utensilien zum Einsatz.
Geht jetzt auf einen kleineren Ast. Ich denke, dass man sie auf dem kleinen sogar schon... Ah ne, jetzt hängt sie da am großen. Okay. Gute Greifzange. Do not too strong, yeah? Not hurt the animal. So. The other side. Just back up and check. Ah, das ist. So ist Beuger. Also ist so eine Trugnatter, ne? Beuger. You say what's the name of that one? Is the Bleimen. Ah ja, die Beuger Blandingi. Okay, da haben wir sie, das gute Stück. Okay. Ja, schönes Tier, was wir hier haben. Yeah, Koju. Ja, die Beugers sind Trugnatter, ne? Rear Fang sagt man auf Englisch, Trugnattern auf Deutsch. Ich denke, daher ist der Umgang auch relativ relaxed. Aber absolut hübsches Tier. Und schön, dass sich unser Suchen, dass das nicht ganz umsonst war bis jetzt, ne? Dass wir doch was Schönes noch gefunden haben. Auf jeden Fall wollen wir schauen, dass wir noch eine Kobra erwischen. Wir machen jetzt weiter und ich hoffe, das hier war das Übungsstück und jetzt als Krönung will ich auf jeden Fall noch so eine Kobra. Das noch nie in der Natur eine Kobra gesehen, gefangen. Ich hoffe, das gelingt uns auch noch. Okay. Tell me again, you say the cobra you also find in the tree like this one. Bush cobra, hoodless cobra, and then a tree cobra, and then forest cobra. That's type of cobras that we can normally see them in a tree, especially in these places. And the spitting cobra, you say? Spitting cobra doesn't go on the tree. They normally stay under in the holes, in the rocks, and then hide themselves under anything, just like that. They don't go on the tree. And so the spitting cobra, they really spit is a problem if they spit, yeah, you know? They can spit on you if you didn't take care. So if you want to catch them, we normally use glasses, spectacles, okay, so that they can not spit on our eyes. If the venom comes in your eyes, what happens? It makes your eyes, I think, it does not close, but it hurts. It hurts. You feel pain. Okay, but it not really. You don't get really blind or something. No. You don't get blind. You just find this thing, eye drop or anything chloramphenicol. Then you put in your eye so that to kill anything over there. That's what we normally use, but you don't get blind easily. Okay, thank you. Ja, jetzt gehen wir wieder runter. Wir schauen noch ein bisschen weiter in der Hoffnung, wir finden was. Fatau und Musa. Musa war der das Tier entdeckt hat. So, you climb up the hill more fast with the help than I do with my, huh? No problem for you. No? Also ich habe euch vorher gesagt, er ging voraus, also er hat einen Fuß weniger wie ich, klettert hier den Berg hoch. Die Engländer haben aufgegeben, aber er rennt hier den Berg hoch, ist einfach unglaublich. So, you say even here in this area, right beside the road, or here is a school or kindergarten? Yeah, school. So you find the cobras here, yeah? Yeah, we normally find them around this area. Yeah, in top of the trees.
You can even students can see them, and then they call us that they see cobra. Then we come and track him down, and then catch him. That's how we normally do. And you said you was right now. You was telling me the last time. You was not here. Yeah, last time I was not here, and then they see some. They just call. I wasn't around. My phone is not ringing, so that they just track him down and kill him. Whilst I wasn't around. So if they don't find you, they just kill it because they don't want to have it around. No. Because if they leave him over there, maybe he will just go and bite someone. The students too are around. They have to kill him. So, jetzt dreimal dürft ihr raten, wo wir unsere zurückgelassenen Engländer finden. Sieht schon schön das gelbe Haus. Da sind sie, die englischen Kollegen. Was machen sie? Auf dem Haus steht Guinness. Sie trinken Bier. Wir waren erfolgreich. Wir haben die Schlange gefangen. Morgen früh soll es weitergehen. Wir wollen auf jeden Fall noch eine Kobra fangen. Jetzt lassen wir es hier gemütlich ausklingen in der Bar, trinken noch ein Bier und morgen früh geht es weiter. So tomorrow morning we wake up early and we catch a cobra. Yes, tomorrow morning, early morning. Okay, and now we have some beers. Yes. Sounds good. Sounds like a plan. Okay, thank you. Wenn wir in Afrika sind, kommen hinterher immer so Kommentare oder Anregungen. Die Leute, was machen die mit den Tieren? Wie können die wegfangen? Ihr müsst, wie gesagt, sehen, die Tiere, Kobras, Mambas leben dicht bei den Menschen. Wenn die natürlich davon wissen, dann wollen die keine Kobra in der Nachbarschaft haben, dann wollen die, dass die weggefangen wird. Das ist ganz normal hier. Die Tiere werden benutzt, um zu melken, das Gift zu melken, um Gegenserien herzustellen, was auch uns zugutekommen kann. Also nicht alles verteufeln, was man sieht, und natürlich auch im Hinterkopf haben, das hier ist Afrika und nicht Deutschland. Den Leuten hier geht es einiges schlechter. Die müssen wirklich schauen, wo sie bleiben. Ich war tagelang unterwegs für euch. Wir waren 2 Tage durch den Busch marschiert. Meine Beine sehen aus wie sonst noch was. Vermutlich liegt es an meinen kurzen Hosen. Hier, schaut meine Beine an. Verkratzt, verletzt. Alles gegeben, aber leider keine Kobra gefunden. Wir haben noch die Farmer in der Umgebung angehauen, gesagt, hier, guckt, ob ihr was seht. Oder normal ist es so, wenn die Farmer Kobras oder andere oder auch die Mambas sehen, sagen sie den Trappern Bescheid, dann fangen die weg. Aber das war die letzten Tage nichts. Also leider Schlussszene ohne Kobra, aber zumindest wir haben schöne Gaboon gesehen, wir haben eine Boiga fangen können. Ihr habt vor allem den Lebensraum gesehen, ihr habt die Umgebung gesehen, den Wald dort, den Dschungel, die Steine, wo sie leben. Ihr habt gesehen, dass es unendlich heiß ist, zumindest denke ich, konnten wir es uns anmerken. Es hat am Tag über 30 Grad, nachts 25, 26 Grad. Ich denke, eine Menge Infos, eine Menge schöne Szenen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt uns treu, denkt dran, checkt my walls. Und die Kobras checkt, wo immer ihr wollt. For English, subtitle English, subtitle English. Can I hold it? His fangs have only venomous. But maybe better not? No, you hold it. Doesn't matter. Die möchten, dass ich die Schlange hier halte. Das sieht besser aussehen auf dem Bild. Ich muss hier jetzt nicht den Held spielen. Er hält, ich film. So. Okay. For English, subtitle button. Activate subtitle button. Okay. For English subtitle. Activate the subtitle button, please. Activate subtitle English. Ich war tagelang. Nochmal mit Lächeln. Ich war tagelang. For English subtitle, activate subtitle button, please. Ja. Das war's. Keine Kobra.